Servus und grüß euch zu Humaldo TV, dem Internet-Videoformat für alle, die was mit Nerd-Zeug, Games, Gadgets, Rock, Metal anfangen können. 13. Episode heute, ja, hoffentlich keine Unglücksepisode. Und ich habe wieder einiges vor. Der Höhepunkt der heutigen Sendung ist, es gibt ein Gewinnspiel, also bleibt dran. Davor werde ich aber noch über Smartwatches reden, wie man da vielleicht schon sieht. Und davor gibt es ein bisschen Hausmeisterei. Eine schlechte Nachricht für alle Facebook-Schauer. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich auf Facebook nur mehr das Intro des Videos stelle, weil Facebook hat sich als Videoplattform nicht wirklich bewährt. Ich kann euch da zum Beispiel sagen, das ist die Statistik, das ist die Zielgruppenbindung von meinem letzten Video auf Facebook. Das heißt 100% am Start, klar. Alle die anfangen, fangen an. Nach 50 Sekunden bin ich auf 11%, dann auf 7% und dann das Video nachher dann auf 3%. Zwischendurch bin ich mal auf 1% und fast auf 0% einmal. Es hat sich also herausgestellt, dass auf Facebook nur kurze Videos funktionieren eigentlich. Facebook ist keine Plattform, wo Leute dauerhaft bleiben und länger als 1-2 Minuten sich mit einem Video beschäftigen. Ganz im Gegensatz zu YouTube, das ist jetzt das gleiche Video. Da habe ich nach 40 Sekunden immer noch 34%, nach 3 Minuten 30% und dann geht es sogar kurzzeitig wieder auf 45%. Das heißt, YouTube ist was für dedicated Videoschauer. Das heißt, ich werde auf Facebook nur mehr den Anfang, den Intro-Teil von meinen Videos veröffentlichen und danach direkt auf YouTube hinlinken. Ja, sorry für die wenigen, die sich meine Videos dann auf Facebook angeschaut haben, aber es ist einfach vom Aufwand her sinnvoller, dass ich eigentlich alle Leute, die an längeren, also an der ganzen Folge interessiert sind, direkt weiterleite auf YouTube. Falls ihr einen Teil nicht sehen wollt, ich habe jetzt bei mir in der Beschreibung unten direkte Zeiten, wo man zu den verschiedenen Kapiteln springen kann. Dann werde ich gleich mal zur Frage der Woche kommen. Also letzte Woche habe ich ja die Frage gestellt, ob ich die Videos, also Let's Play Videos, als eingebettet in Humaldo TV Videos, ob ich das so lassen soll wie letzte Woche oder ob ich die Videos separat hochladen soll. Ich habe da einiges an Feedback gekriegt. Auf Facebook haben sich die meisten Leute dafür ausgesprochen, dass man es als separate Folgen macht. Auf YouTube war es ein bisschen gemischter. Da haben einige gemeint, es passt. Andere haben gemeint, lieber wäre es eher noch, wenn eigene Videos kommen, aber Hauptsache es kommen regelmäßig Videos. Also ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich das jetzt mache mit Humaldo TV und meine anderen Videos, und ich bin so folgenden Erkenntnis gekommen. Mein YouTube-Kanal, also mein Humaldo YouTube-Kanal, der ist wie seit fast 10 Jahren einfach nur mein Kanal, wo ich meine Sachen veröffentliche. Und Humaldo TV ist einfach nur ein Format, das da drauf ist, nämlich mein wöchentliches Internet-Video-Format, wo ich über verschiedene Sachen rede, wo ich der Host bin, wo ich kleine Features kompakt zusammenschneide und präsentiere. Aber es können trotzdem noch andere Videos unabhängig von Humaldo TV rauskommen. Wie zum Beispiel Anfang der Woche habe ich das Let's Play Angry Birds Holiday Video auch separat hochgeladen. Daneben gibt es ja noch das Let's Play Angry Birds Holiday von Humaldo TV. Das ist ein bisschen verwirrend in dem Fall, aber in Zukunft wird es nicht mehr passieren, weil ich keine Humaldo TV Let's Play Folgen mehr machen werde. Das heißt, wenn ich jetzt wieder Let's Plays mache, dann kommen die als separate Videos in diese Playlist und scheinen ganz normales neues Video in meinem Kanal auf. Und ein allerletztes Mal möchte ich noch was zu meinen Humaldo TV Live-Übertragungen sagen. Letzten Sonntag war es echt geil. Diesmal waren im Schnitt 7 Leute dabei, die alle wirklich fleißig kommentiert haben. Und es war technisch auch schon ein bisschen besser, also diesmal war die Audioqualität ausgewogener. Ich habe nur immer ein paar kleine technische Probleme gehabt, aber das Ganze ist ja nur im Experimentalstadium und man möge es mir verzeihen. Ich würde euch in die zukünftigen Humaldo TV Folgen gar nicht mehr viel über diese Live-Sendungen reden, sondern schaut einfach vorbei, wann es passiert. Wie bereits angeteasert am Anfang, ich habe da einige Smartwatches. Der Grund dafür ist, dass letzte Woche leider die News herumgegeistert ist, dass Pebble, also dieses berühmte Start-up aus Amerika, dass die letzte Woche out of business gegangen sind. Pebble, die Hersteller von diesen schönen Smartwatches, die sind von Fitbit aufgekauft worden. Fitbit, das ist so
das ist ein Hersteller von diesen Fitness-Trackern. Sie dürften seit letztem Jahr ziemlich in finanzielle Probleme gekommen sein, haben Anfang des Jahres noch neue Smartwatches angekündigt. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Das bringt mich jetzt dazu, dass ich endlich einmal meine Smartwatch-Folge mache, weil ich habe ja auch im Sommer mir eine Apple Watch auch gekauft und habe da im September einen Erfahrungsbericht geschrieben auf meiner Homepage. Das war recht ausführlich. An meiner Hand habe ich da jetzt meine 3 Smartwatches. Nämlich das erste, da ist die originale Pebble, dann die Pebble Time, das ist der Nachfolger. Wie man sieht, die ist schwarz-weiß und die hat schon ein bisschen ein Farbdisplay. Ganz rechts natürlich ist die Apple Watch. Ich möchte jetzt kurz einmal drüber reden, über die Unterschiede, aber dann nehme ich mir die Uhr schnell mal ab. Kleinen Moment. Sie hat ein E-Ink-Display. Das heißt, das ist so ein Display wie bei den E-Readern, also beim Kindle. Das ist quasi immer sichtbar. Man kann es auch im grellen Sonnenlicht lesen und eigentlich immer, weil es ist immer wie es sich für eine Uhr gehört, ist es eigentlich immer an. Hat kein Touch-Display, sondern nur mit diesen seitlichen Tasten kann man es bedienen. Die Pebble Time ist im Prinzip gleich, ist ein bisschen hübscher und hat ein Farbdisplay. Leider ist der Kontrast nicht mehr so gut, das heißt, wenn die Watchfaces, also die Ziffernblätter quasi, wenn die zu bunt sind, dann kann man kaum mehr sehen, was die Zeit ist, also wenn es nicht beleuchtet ist. Beleuchtet sieht man natürlich alles schön. Und die Batterie hält auch für sicher 4-5 Tage. Das ist ziemlich cool an die Pebbles, dass man die einfach 4-5 Tage lang einfach oben haben kann, ohne dass man Sorgen haben muss, dass der Akku ausgeht. Hier hingegen habe ich die Apple Watch, die Series 0, also die heißt es inzwischen die ganz erste Apple Watch, die Sports. Wie man schon sieht, die zeigt mir nichts an, weil es hat ein klassisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Weil wenn die ganze Zeit leuchten tät, dann wird das einfach zu viel Strom fressen. Das Ding hat ja sowieso jetzt schon nur einen Tag Akkulaufzeit. Gesteuert werden diese Smartwatches über Handys. Also man kann es natürlich auch direkt am Gerät alles einstellen, aber das ist ein bisschen zart. Für das da ist die Pebble-App, da kann ich direkt darauf zugreifen, zum Beispiel ein Watchface aussuchen, wähle da jetzt ein anderes Watchface aus, Set as Active Watchface und schon habe ich da ein anderes Watchface. Oder ich werde mir jetzt dieses Zelda Watchface aussuchen und schon jetzt geladen. Zack, und habe ein tolles Zelda Watchface. Das Coole an die Pebbles ist, dass es diesen Store gibt, den Watchface Store. Da gibt es wirklich tausende ziemlich geile Designs drin, alles gratis. Das ist vielleicht der Grund, warum das Ganze nichts geworden ist mit dem wirtschaftlichen Erfolg. Von allen möglichen Themen, da zum Beispiel das erste ist gleich mal Star Wars, ein TIE Fighter, dann ein Super Mario, Godzilla und alle auch ziemlich aufwendig gemacht. Das ist eigentlich was, das mir bei Pebble immer extrem gut gefallen hat, diese Vielfalt an Watchfaces. Die Apple Watch hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt. Die bietet nur die mitgelieferten Designs an, das heißt, da kann man sich keine Zusatzdesigns runterladen und die kann man auch nur recht spartanisch konfigurieren. Das heißt, man hat da diese verschiedenen Elemente, die Uhr und dann diese Compilations in den Ecken, Shortcuts quasi. Und so aufwendigere Uhren, wie zum Beispiel die Mickey Mouse, die berühmte Mickey Mouse, die du jetzt einmal adden. Diese Watchfaces sind bis jetzt nur out of the box, das heißt nur was Apple anbietet. Meine Erfahrung mit Smartwatches ist, ich habe mir es hauptsächlich damals mal zugelegt, weil ich mal schauen wollte, wie ist diese neue Produktkategorie, was kann man damit machen. Es ist ja damals gehandelt worden, als wäre das die Zukunft, es wäre der heiße Scheiß, den jetzt jeder braucht. Und ich wollte halt von Anfang an dabei sein und die Entwicklung zu sehen. Ich habe viel ausprobiert und bin halt zur Erkenntnis gekommen, am besten funktionieren Smartwatches als Watches, also als Uhren. Das heißt, im Endeffekt, sie sollen die Zeit anzeigen und wenn sie das nicht gut machen, dann haben sie ja als Uhr nicht so viel Sinn. Aber als Notification-Gerät sind diese Smartwatches auch ziemlich geil. Das heißt, sie sind ja mit Bluetooth mit dem Handy verbunden. Und wenn man zum Beispiel eine Nachricht kriegt, dann vibriert es auf dem Arm und das ist ziemlich cool, weil ich persönlich übersehe Vibrationen ständig, wenn ich irgendwelche Nachrichten kriege und so ist man eigentlich immer gleich informiert. Ich sage mal, zu 90% soll eine Smartwatch eine Uhr sein mit einem hübschen Watchface und zu 7% soll es Notifications machen
und zu 3% nur irgendwelche technischen Spielereien. Apple hat es geschafft, dass das Aufladen von der Uhr ziemlich cool ist. Zum Beispiel da habe ich jetzt dieses induktive Ladegerät von der Apple Watch und das schnappt da magnetisch dran. Wie so viele habe ich seit Jahren nach einer Killer-App gesucht, also so einer Application für eine Smartwatch, die Smartwatch wirklich mit Sinn erfüllt, dass jeder, einfach nicht nur die Technik-Freaks wie ich, sondern jeder sich denkt, oh mein Gott, ich brauche eine Smartwatch. Bis jetzt habe ich nichts gefunden. Ich hab einige Spiele ausprobiert. Das Problem ist, Spiele funktionieren auf Smartwatches einfach nicht. Du hast eine Smartwatch auf dem Armgelenk und um zu spielen, muss man mit dem anderen diese Bewegung machen mit der anderen Hand und dann muss man drauf herumdrücken. Das ist einfach eine extrem unangenehme Pose. Das heißt, es macht einfach keinen Spaß, so herumzustehen und mehrere Minuten lang herumdrücken. Ein Handy habe ich in einer Hand, bediene ich mit einem Daumen oder ich mache es so. Meiner Meinung nach wird eine Smartwatch nie irgendwas sein, auf dem man gern irgendwas bedient. Man braucht sowieso ein Handy, weil es ist ja mit Bluetooth verbunden. Lange Rede, kurzer Sinn. Smartwatches sind eine interessante Spielerei, aber nichts, das der Massenmarkt braucht. Das einzig wirklich praktische Feature von Smartwatches sind die Fitness-Tracker, weil vor allem die Apple Watch hat einige Fitnessfunktionen einbaut. Die hat da hinten einen Sensor. Jetzt tue ich gerade live schauen, was ich gerade für einen Puls habe. Jetzt 60 Grad, wie aufgeregt ich bin bei einer Humaldo-TV-Folge. Und das ist halt auch ein Grund, einer von den Gründen, warum Pebble an Fitbit verkauft. Und da passt das einfach viel besser. Mich würde es sehr wundern, wenn sich das nur irgendwie anders entwickelt. Ich glaube, das ist die Richtung, in die Smartwatches einfach gehen. Für alles andere hast du ein Smartphone und für sportliche Sachen hast du einen Fitness-Tracker oder eine Smartwatch. Ich glaube, das wird bald zusammenschmelzen. Es wird bald keine Unterschiede mehr geben zwischen Smartwatch und Fitness-Tracker. Das wird bald eine Kategorie sein. Fazit: Wer Technik-Freak ist, der kann sich die Smartwatches gerne anschauen. Aber jeder andere ist, glaube ich, einen günstigen Fitness-Tracker auch genauso gut bedient. Ja, und das Ganze bringt mich jetzt auch schon zu meinem Gewinnspiel. Nämlich, ich habe diesmal eine Frage der Woche. Und es ist diesmal eine Spezialfrage der Woche, nämlich eine Gewinnfrage der Woche. Und was gibt es eigentlich zu gewinnen? Haha, und Weihnachten steht kurz vor der Tür. Es gibt sicher den einen oder anderen, der noch kein Geschenk hat. Was gibt es Besseres als ein bisschen eine technische Spielerei? Und deswegen, jetzt haltet euch fest, ich verschenke, also ich verlose, ich vergewinnspielere meine Apple Watch. Ich habe es gekauft im Sommer, sie ist ziemlich in gutem Zustand, hat ganz leichte Kratzer, aber ist so einwandfrei, also nichts zu bemängeln. Ihr müsst nur versuchen, mir die Frage zu beantworten auf YouTube als Kommentar. Und dass ihr als Gewinner in Frage kommt, müssen folgende 4 Kategorien erfüllt sein. Ihr müsst mir einen YouTube-Kommentar schreiben, wo ihr versucht, die Frage zu beantworten. Ihr müsst meinen Kanal abonniert haben. Ihr müsst die Abos auch öffentlich geteilt haben. Das heißt, man muss sehen, wenn ihr abonniert, weil sonst kann ich nicht überprüfen, ob ihr meine Seite dann abonniert habt. Und ihr müsst in Österreich oder in Deutschland zu Hause sein, wegen Versand und so. Und die Frage der Woche ist: Was ist der Unterschied zwischen? Ja, bin schon gespannt, ob irgendwer draufkommt und was eigene Lösungsvorschläge sind. Schreibt es auf YouTube in die Kommentare. Und am Sonntag, also am 18. Dezember 2016, in meiner Live-Humaldo-TV-Folge ab 19 Uhr am Abend, werde ich wirklich live, diesmal wirklich live, den Gewinner auslosen und benachrichtigen. Ist das geil? Das heißt, ich habe es jetzt inklusive heute, habe es jetzt 4 Tage Zeit zu kommentieren und meinen Kanal zu liken und die frohe Kunde zu verbreiten. Es gibt eine Apple Watch zu gewinnen. Das ist ein ziemlich saftiges Geschenk eigentlich. Gut, dann viel Spaß beim Teilnehmen an meinem Gewinnspiel und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr meine Seite noch nicht geliked habt, auf Facebook Humaldo TV liken und hier auf YouTube, gleich da drunten gibt es überall Möglichkeiten zum Abonnieren. Und am Sonntag seid ihr dabei bei der Live-Auslosung vom Gewinn und nächsten Donnerstag gibt es dann wieder eine reguläre Folge. Danke fürs Vorbeischauen und bis bald. Ciao!